Berlin hat schon immer Leute aus aller Welt angezogen und hat bald 4 Millionen Einwohner. Mitte, Kreuzberg sind bekannt, beliebt und für viele Berliner kaum bis gar nicht mehr bezahlbar. Der jüngste Bezirk scheint aber noch nicht wirklich in den Familienkreis aufgenommen zu sein. Er landet auf der Beliebtheitsskala auf dem letzten Platz, ist der günstigste Bezirk und trotzdem wollen kaum junge Leute hierher ziehen. Woher kommt der schlechte Ruf, was macht es trotzdem lebenswert und wer wohnt hier eigentlich? Ich treffe mich mit Hajo, er hat früher als Lehrer gearbeitet, ist Musiker, Ur-Berliner und seit 15 Jahren im Herzen Marzahns. Aber am besten sagt euch selber noch 1, 2 Sätze zu sich. Ich bin in Berlin geboren, 1940, mitten im Krieg. Bin Mitglied einer Familie, die durch mein Zutun angewachsen ist. Habe 3 Söhne, 6 Enkel, mittlerweile einen Urenkel. Da freut man sich. Musik mache ich eigentlich seit der Schule. Bin mit einem Kumpel, der hat Akkordeon gespielt, ich Gitarre. Sind wir durch die Kneipen und durch Fäden gezogen. Zu dem Zeitpunkt hat es noch völlig gereicht, da gab es keine DJs. Habe angefangen mit Mandoline, habe dann Trompete probiert, habe dann lange Posaune gespielt, weil es immer keine Posaunisten gab. Ansonsten Sopransaxophon, Gitarre, Banjo, geht alles. Ja, geboren bin ich in Lichtenberg und habe dann einen großen Teil meiner Kindheit in Friedrichshain gewohnt. Bin eigentlich aus Friedrichshain erst raus, nachdem dort saniert wurde, also in den 80er Jahren, dann in Richtung Hohenschönhausen. Und das hat mich einfach fasziniert, weil man von da oben alles sieht. Und als sich die Chance bot, hier in dieses Haus zu ziehen, haben wir die Wohnung gekauft. Zu einem Zeitpunkt, als die Preise noch richtig gut waren. Ja. Hat mir schon gefallen, die gesamte Bausubstanz, weil die ist sehr großzügig. Das, was man teilweise in den Altbauten in Friedrichshain überhaupt nicht hat. Wenn mich einer fragt, Friedrichshain oder Prenzlauer Berg, also da möchte ich nicht unbedingt wieder zurück. Der erste Kontakt mit Marzahn war nicht so glücklich. Da wurde hier noch gebaut und da gab es dann in Berlin so einen Aufruf, wir müssen Marzahn sauber halten. Da sind also aus allen Schulen und sonstigen Einrichtungen sind wir hier nach Marzahn getrabt und haben die Straßen sauber gemacht und damit es einigermaßen nach was aussieht. Bäume gab es hier noch nicht. Da dachte ich, nee, hier musst du nicht herziehen. Ja? Und dann war es erstmal für mich abgehakt. Mich lange nicht damit beschäftigt, bis dann wieder gute 10 Jahre drauf ging und da sah das dann hier schon anders aus. Ne? Wie viele Bezirke, die heute zu Berlin gehören, war auch Marzahn früher ein an die Stadt grenzendes Dorf. Und der historische Kern erinnert noch heute daran. Aber wie ist das Dorf Marzahn eigentlich zu einem Teil Berlins geworden? Eigentlich durch Derns böse politische Handlung. Weil Marzahn selbst ja eigentlich nicht mehr Berlin war. Und Berlin stand unter dem Vier-Mächte-Status. Und eigentlich hätten sie alle gefragt werden müssen, ob man das machen kann, dass der Teil von Marzahn, der außerhalb von Berlin liegt, zu Berlin kommt. Aber zu der Zeit war Westeuropa und USA mit so vielen anderen politischen Dingen beschäftigt, dass die ja nicht mitgekriegt haben, was da passiert. Mit immer war Marzahn Berlin, und da konnten sie nichts mehr machen. Und es gab dann auch noch so ein bisschen Geplänkel, weil plötzlich kriegte die Weltöffentlichkeit mit, die haben ja Berlin vergrößert. Da hätten sie uns alle fragen müssen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Ja? Marzahn wächst schnell. In einem unglaublichen Tempo werden die heute für den Stadtteil üblichen Platten gebaut. Na, der hat was damit zu tun mit dem Wohnungsbauprogramm der DDR-Regierung, weil die festgestellt haben, mit der Sanierung alleine kommen wir nicht weiter. Und wenn wir die Innenstadt sanieren müssen, können wir nicht überall die Leute drin lassen, was zu Anfang ja passierte. Dann wurde praktisch ein Plattenwerk aufgebaut in Hohenschönhausen. Und dann haben sie losgelegt und haben dieses Wohnungsbauprogramm aber wirklich eisern durchgezogen. Also mit allen Schwächen und aber auch Vorteilen. Also die Vorteile sind sichtbar große Wohnungen, helle Wohnungen, immer grün, also nicht so geschachtelt und dass man sagen kann, das erinnert ja schon wieder an Mietskasernen des 19. Jahrhunderts. Nee, man fühlt sich wohl. Man kann durch Marzahn laufen
wie durch einen großen Park. Wenn man sich mit der Plattenbauromantik angefreundet hat, klingt das alles sehr gut. Woher kommt dann aber der schlechte Ruf Marzahns? Der Ruf von Marzahn ist durch die Medien nach der Wende schlecht gemacht worden. Also wenn man hier gewohnt hat und hat dann eventuell ARD und ZDF die Nachrichten gesehen, dann standen einem die Haare zu Berge. Weil die haben immer genau das aufgenommen, was gerade nicht geklappt hat. Daneben, das war schön, haben die übersehen und haben dann eben auch ihre, ich sag's mal, abwertenden Kommentare losgelassen. Hat eigentlich keinen Nachteil, weil wer hierher gezogen ist, der hat es mit Bedacht und mit Freuden gemacht. Es ist der günstigste Bezirk Berlins und eigentlich hat er dadurch schon mega viel Potenzial. Er verkörpert nämlich genau das Berlin, was früher so angesagt war und weswegen so viele Leute hierher gekommen sind. Eine Stadt voller Möglichkeiten, aber trotzdem kommen die jungen Leute irgendwie nicht her. Der normale Lauf der Gentrifizierung. Kreative ziehen in ein Viertel, das Viertel wird angesagt und die Leute mit Geld kommen hinterher und vertreiben die Kreativen. Kann hier eigentlich gar nicht greifen. Ist Marzahn also gentrifizierungssicher? Naja, das ist hier ein bisschen anders, weil wir sehr viel Bausubstanz hatten. Von fast Grenze Köpenick bis Grenze Bernau beispielsweise, da sind sehr viele Villen gebaut worden. Also hier kauft keiner Wohnung auf, sondern passiert das. Also da kann man hier aus dem Haus gehen, hinter ins Siedlungsgebiet. Da sind in den letzten 5 Jahren wahnsinnige Villen entstanden. Das heißt also, es findet parallel statt. Leute mit viel Geld kommen auch nach Marzahn, die bauen sich dann dabei ja Häuser und Villen und ziehen gar nicht in die Blocks. Genau so ist es, ja. Noch gibt es Grund und Boden. Aber ich sag mal, in absehbarer Zeit, so sagen wir mal in 4 Jahren, ist das nicht mehr möglich. Ja. Welche Spots sollte man also besuchen, wenn man einen Tag in Marzahn verbringt? Hier sind die 3 Highlights von Hajo. Also auf jeden Fall Gärten der Welt, wer das noch nicht kennt. Und mit der Seilbahn über den Kienberg zu fahren, sollte man tun. Und ansonsten mit der Straßenbahn bis Arnsfelde und dann eben auch zeigen, wenn ich jetzt hier direkt vor der Haustür in die Straßenbahn steige, kann ich überlegen, fahre ich raus nach Brandenburg, wie die Stadtgrenze, oder fahre in die andere Richtung, dann lande ich am Hauptbahnhof. Sehr praktisch. Hat man nicht unbedingt in allen Stadtbezirken. Ja. Angenommen, wir bleiben in Marzahn. Wie sieht das Stadtbild aus, wenn man einen Spaziergang durch den Bezirk macht? Wenn ich jetzt hier loslaufe, dann sehe ich zum Beispiel kleine Häuser, gepaart mit Größen. Und ich sehe zum Beispiel bei den Elfgeschossern gibt es einige, wo die Parterrewohnungen gleich einen Garten dran haben. Also das war eine gute Idee. Klingt doch alles gut. Und mit der Marzahner Promenade gibt es sogar eine Einkaufsstraße. Also am Wochenende ab dahin. Die ist ein bisschen unglücklich gebaut, weil die es gebaut haben, eine Vision hatten und die ist nicht aufgegangen. Die Marzahner Promenade hat viele Räume, die für Kunst und auch für den Handel genutzt werden können. Aber sie ist nicht die Flandiermeile geworden, weil sie liegt etwas höher als die Straße. Die Straße ist eine Einbahnstraße, also man fährt da durch, hat keine Chance zu parken. Also sie ist mehrfach inhaltlich umfunktioniert worden und steht jetzt so ein bisschen als Stiefkind da. Ansonsten, wenn ich durch Frankfurter Allee und Nebenstraßen laufe, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich shoppen kann. Dass ich eine Strecke habe, wo 3, 4 Restaurants nebeneinander sind. Das gibt es hier nicht. Das gibt es überhaupt nicht. War zu Anfang mal, aber aufgrund mehrerer Beschlüsse hat sich so nicht entwickelt. Ich komme noch mal zurück auf die Marzahner Promenade, wo man das machen könnte. Aber es interessiert keinen. Es interessiert wirklich keinen. Ja? Okay, zum Shoppen sollte man woanders hinfahren, aber so ein gutes Restaurant oder eine Kneipe wollen die Marzahner doch bestimmt auch haben. Muss man dafür bis zur Frankfurter fahren oder gibt es auch hier was? Wir hatten wesentlich mehr Kneipen, die so ein bisschen Berliner Eckkneipen-Flair hatten. Die sind alle verschwunden, weil die hatten ihr Klientel, waren alles so Leute in meinem Alter und die waren das gewöhnt, in so eine Kneipe zu gehen, aber die werden ja immer weniger. Und die Generation, die jetzt so unter 30 ist, die hat
kein Interesse an solchen Kneipen, wo man sich hinsetzt und klönt. Damit ist dann Schluss. Ja. Also eine, in die ich noch gerne gegangen bin auf der Marzahner Promenade, die hat es also ausgehalten bis heute, ja, und nun ist auch Sense. Ja. Wie sieht es mit Kunst und Kultur in Marzahn aus? Gut, überwältigend ist die Kunstszene nicht, aber es ist so, dass sich Künstler hier doch auch Wohnungen und vor allen Dingen auch in Mahlsdorf oder Kaulsdorf, das gehört alles zu Marzahn-Hellersdorf, Häuser gekauft haben und das mehr als Refugien betrachten. Also sie wollen hier nicht zeigen, was sie können, sondern mehr in sich gehen und entspannen. Wir haben hier Kulturgut Marzahn. Was mir besonders gefällt, die machen also jeden Monat eine Jazzveranstaltung, und zwar in Richtung Dixieland. Und wir haben den Tierhof Marzahn, also der sehr viel auch für die Erziehung der Kinder gegenüber Tieren tut, auch sehr viel Angebote in den Schulen macht. Lohnt sich, weil das ist auch der alte Stadtkern von Marzahn, der richtig gut erhalten ist, wo einige Sozialinstitutionen sich niedergelassen haben, eben auch dieses Kulturgut. Und in den letzten 5, 6 Jahren hat es sich da auch ein bisschen so entwickelt, dass viele Künstler, die man aus der DDR noch kennt, dass die dort auftreten und dort das machen, was sie früher gemacht haben, was hier auch die Marzahner Bevölkerung anspricht. Die eigentliche Marzahner Bevölkerung, ich bin ja ein Zugewanderter, ist hier jung hergezogen. Da liegen jetzt gute 35 Jahre zwischen. Inzwischen sind sie nicht mehr jung. Das hat also den Nachteil, dass Marzahn eine Altersstruktur hat, die man ändern sollte. Okay, und ganz zum Schluss nochmal ein Blick in die Zukunft. Kannst du schon abschätzen, wie sich der Bezirk entwickeln wird? Ist im Augenblick nicht absehbar. Man darf ja nicht vergessen, dass in den 90er Jahren der Trend war, in Marzahn die Hochhäuser abzubauen. Also hier sind 2 verschwunden in Richtung Lichtenberg. In Richtung Arnsfelde wurden die terrassenförmig abgestuft, die Häuser. Und nun jammern sie alle rum, dass die fehlen. Ne? Naja, das ist schwer zu sagen, weil es gibt ja Ecken, die sind so, wie sie sind. Komme ich nochmal auf die Marzahner Promenade zurück. Wenn das sich wirklich zu einem Zentrum entwickeln sollte, wo man sagen kann, das ist Marzahn, ist eigentlich nur so zu machen, dass das ein bisschen gesponsert wird. Also ich sag mal Gaststätten. Ja, das fehlt ein bisschen. Ein anderes Problem sehe ich eigentlich nicht.